Liebe Zwillinge, hier kommt euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Zwillinge und wir schauen mal. Da war eine Karte drin, die da nicht reingehört. Sorge, was ich euch hier mitteilen darf. Also ihr habt das 11. Haus. Übrigens ein Haus, das eurem Element entspricht, Luft. Zwillinge, Waage und Wassermann. Es geht hier verstärkt um eure Hoffnungen, Träume und Wünsche. Und wir haben unten mit Vestar die Lebensenergie und den Spirit. Ich bin gespannt, was ich euch hier mitteilen darf. Denkt immer dran, das ist eine kollektive Legung. Die kann nicht auf alle passen. Ich versuche sowieso immer so viele Szenarien wie möglich zu erläutern. Also wir haben hier das Thema Kommunikation, das passt sehr gut, den Austausch, euren Intellekt und irgendwie geht es hier um Konflikte. Ne? Möglicherweise müsst ihr euch für etwas streitbar machen oder auch für euch einstehen oder ihr habt eben gerade so dieses Gefühl, ihr könntet gerade überall rausschreien, so, ne? Euch nervt irgendetwas. Vielleicht auch, wenn ihr mit anderen kommuniziert, so dieses Gefühl, nicht verstanden zu werden oder Missverständnisse zu haben, nicht gehört, gesehen zu werden. Oder aber ihr macht euch hier wirklich mit Kommunikation streitbar. Also ihr steht für euch ein und auch wenn ihr dann ein bisschen hinstehen müsst und durchsetzen, ihr habt hier die Sonne auf der bewussten Ebene. Die Energie, hier geht es ja auch um die Lebensenergie und die Karten sagen hier, leg auch die Energie in positive Kommunikation, erwarte gute Nachrichten, denke positiv. Und dann haben wir eben aus der unterbewussten Ebene die Unklarheiten. Möglicherweise steht ihr bei einer Sache noch im Nebel und ihr wisst gar nicht warum. Und überlegt hier sehr viel, hier liegt sehr viel Energie auch auf der bewussten Ebene. Ne? Der Kopf, der rattert, der funktioniert und denkt und macht und tut. Es wird sehr viel Energie ins Denken gegeben. Und es wird versucht, hier Aufklärung zu betreiben. Vielleicht auch ein bisschen im Unterbewusstsein zu klären, zu forschen, zu erkennen. Ja, und hier geht es um, sind es zwei, um die Liebe, um eure Herzensangelegenheiten. Das kann schon hier so ein bisschen aus der Vergangenheit mit schwingen. Hier kann auch speziell sein, dass jemand was gesagt hat, das euch beschäftigt hat oder immer noch beschäftigt. An sich habt ihr hier die gute Energie. Wir haben ja die Träume, Wünsche und Hoffnungen, dass ihr hier bei euren Herzensangelegenheiten tatsächlich was durchgesetzt kriegt, was euch wichtig ist. Und wo ihr vielleicht noch ein paar Hindernisse habt, aber die Aufklärung ist da. Und jetzt guckt euch das mal an, das liebe ich so am Kartenlegen. Hier geht es um Lebensenergie, die eigentlich ja frei fließt. Und man sieht bei euch die Hindernisse. Es kann sein, dass ihr euch vielleicht auch verbal zurücknimmt oder dass die Kommunikation nicht so läuft, wie sie soll, dass man euch falsch versteht. Und dass euch das auch Energie zieht. Aber man sieht sich hier das wieder aufbauen. Also hier darfst du ruhig auch verbal einstehen für deine Dinge und für das, was du in deinem Leben erträumst, was dir Energie auch zurückgibt. Aus der eigenen Sicht geht es hier darum, für dich neue Wege zu suchen, Entscheidungen zu fällen, Optionen zu nutzen. Aber da fehlt dir noch so ein bisschen der Durchblick und es kann auch sein, dass du es vermeidest,
eine Entscheidung zu treffen aus Angst vor irgendeiner Konsequenz, aber dir ist es schon sehr bewusst, dass etwas andere Wege braucht. Und ich habe hier so ein bisschen zäh weiterkommen aus dem Umfeld. Hier gibt es Situationen, die haben nichts mit dir zu tun, sondern die kommen von außen und wirken stagnierend oder sind einfach mit Hindernissen erneuten verbunden. Das Gute ist tatsächlich, du hast hier auch die Qualität, die dir das Hindernis nimmt und die gute Energie zurückbringt. Hier haben wir im Haus der Hoffnungen und Ängste das Haus liegen. Hier geht es auch um Grenzen aufzeigen, hier geht es um ein gutes Fundament. Vielleicht geht es auch um Entscheidungen, die den häuslichen Bereich oder das Umfeld betreffen. Grenzen ziehen ist ja auch sehr wichtig für dich. Also auch zu sagen, so bis hierher und nicht weiter. Jetzt wird es spannend. Es geht in der längeren Zeit darum, dass du überlegst, in was investierst du deine Energie, für was, für welche Angelegenheit kümmerst du dich, erschaffst dir irgendwas, das dir die Qualität von Aufblühen bringt. Das andere Ding wäre hier, dass du eine partnerschaftliche Situation gut klären kannst. Wenn du hier Single bist, hast du hier wirklich das Ding, hier einen Traummann kennenzulernen. Ne? Auch das könnte ja ein Wunsch von dir sein, Hindernisse in der Liebe zu überwinden. Wenn du zusammen mit jemand bist, hast du hier auch die Qualität, dass du, wenn du ein bisschen in die Dinge investierst, auch hier eine schöne Liebesfrequenz hast. Eine Frequenz, die auch dein Umfeld sehr belebt, würde ich mal sagen. Ich habe hier die kreative Energie, die guten Verträge, egal bei was, so innerhalb auch 3 Monaten schon wird diese Blockade, mit der du vielleicht jetzt gerade noch kämpfst oder etwas auch, ja, wo man dich beurteilt, verurteilt oder wo irgendjemand auch, wir haben ja hier den verbalen Konflikt mit etwas, wo du das aufräumen kannst, ne? Wo du vielleicht das auch so stehen lassen kannst. Aber du bist natürlich auch aufgefordert, selber nicht vorzuverurteilen, sondern die Gänze einer Sache zu sehen. Und aus diesem Bereich kommen hier für dich sehr schöne Erkenntnisse, lieber Zwilling. Dann gucken wir ein bisschen weiter. Bei dir können hier an sich auch neue Verträge im häuslichen Bereich anstehen oder überhaupt alles, was du an Verträgen so zu regeln hast, liegt hier mit den Blumen auch als Geschenksenergie. Manchmal ist es auch gut, eine Entscheidung nicht gleich zu treffen, weil irgendwann ein besseres Angebot kommt und so sieht es hier ein bisschen aus. Hier kommt keine, ich sehe eine. Es geht um deine Passion, ja, um deine Leidenschaft, für was brennst du. Wir haben die Erdenergie dabei, kann natürlich auch verbunden sein mit den Erdsternzeichen und es geht hier darum, produktiv zu sein, dir dein Leben zurechtzuschneidern, so wie du es willst, etwas zu tun. Wir haben hier auch kreative Energie, das dir Leidenschaft bringt und unter Umständen wirst du hier auch mit einer alten Erinnerung konfrontiert. Das kann ein Hindernis sein, das dich jetzt triggert, ne? In einem Bereich, wo du vielleicht auch verbal angreifbar bist oder wo es eben Konflikte gibt, die dich dann auch hindern. Der Hund ist mir rausgefallen. Es geht praktisch um das Thema Treue, Schutz, Freundschaften.
Vielleicht geht es auch um ein Haustier bei dir, einen Hund tatsächlich, auch das kann sein. Aber es geht eben auch um die Eigenschaften, die so ein Hund mitbringt. Er ist Begleiter, du kannst aussehen, wie du willst, du wirst immer akzeptiert, ja. Und der Hund gibt dir auch, wenn du einsam bist, irgendwie gute Gefühle, so wie andere Tiere auch. Und immer wenn man dann denkt, man wäre so abgeschnitten von der Welt, von der Liebe oder auch von der Führung in uns, wo irgendwelche alten Erinnerungen, die haben wir hier unten am Deck, ne? Memory, in dir rumwühlen, dich antriggern oder wo auch Verluste in diesem Bereich sind, da wo man auch erschüttert ist oder wo einem was mal richtig den Boden unter den Füßen weg zu gebeamt hat, ja. Da verurteilt man auch ganz gerne sich selber, ne? Man hat irgendetwas nicht geschafft oder etwas ist blöd gelaufen oder man hat dieses Gefühl, habe ich alles richtig gemacht? Und wenn der Hund in dein Leben kommt, dann möchte er dich eigentlich nach draußen führen, ans Licht, an die Öffentlichkeit, an die Natur. Und der Hund, ja, der weitet deinen Blick, der schärft deine Sinne und deine Wahrnehmung. Und es geht darum, auch für dich Geborgenheit zu finden und so sein zu dürfen, wie du eben nun mal bist. Der Hund, der lässt dich auch das Tempo vorgeben, der akzeptiert deinen Willen, der ist geduldig, bis du soweit bist. Und er bringt dir auch die Anbindung zu dir selbst, zur Umwelt, zu oben. Und erlaubt dir auch deinen Weg zu gehen und dabei dir selbst treu zu bleiben. Sage Ja zu deinem Leben, denn hier offenbart sich dir auch schnell der nächste Schritt. Eigentlich ist es sehr tiefgründig. Ich kann das gar nicht so tief ausdrücken, wie es hier liegt. Ihr lieben Zwillinge, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.